Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer reiner Sinn. Ich begrüße euch zur 13. Folge meiner Sendereihe Grundlagen Geopolitik, kürzlich umbenannt in Weltpolitik für Dummies. Heute beschäftigen wir uns mit dem militärisch-industriellen Komplex und werden genau beleuchten, was das ist und was es damit auf sich hat. Der militärisch-industrielle Komplex beschreibt einen Zustand wechselseitiger Beziehungen und Einflussnahme zwischen dem Militär eines Landes, der Rüstungsindustrie dieses Landes und der Politik dieses Landes. Aus diesen Beziehungen und dieser Einflussnahme wächst häufig die Gefahr unerwünschter Entwicklungen, vor allem wenn es sich bei diesem Land um eine Supermacht handelt, die eine sehr starke Militärmacht ist. Es gibt zum Beispiel im Fall der USA die sogenannten Attribute einer Supermacht. Die USA sind auf dem nordamerikanischen Kontinent relativ abgelegen und sicher vor den Konflikten der eurasischen Landmasse. Wenn man aber unterstellt, dass die USA eine Supermacht sind, die auch das Ziel haben, weltweit ihre Interessen durchzusetzen und Geopolitik zu betreiben, dann benötigen sie unbedingt durch ihre geografische Lage und ihre Abgelegenheit von den Kriegsschauplätzen und den Konfliktherden dieser Welt eine sehr mächtige Flotte. Diese Flotte wurde gebaut in der Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ergab sich einfach aus der damaligen Waffenkonvention. Die USA sind bekannt für ihre mächtigen Flotten, bestehend aus Flugzeugträgern, Kreuzern, Zerstörern und diversen anderen Seefahrzeugen, die beim Auftreten von Konflikten und der Notwendigkeit einer militärischen Intervention im Bedarfsfall in diese Region verlegt oder dort zusammengezogen werden können, um bestimmte Aufgaben im Rahmen dieser Militärintervention zu übernehmen. Die Flottenmacht der USA wird heute weltweit von vielen Journalisten, Kommentatoren, Moderatoren, aber natürlich auch von den Bürgern diverser Länder als natürliches Attribut einer wahren Supermacht verstanden, das wiederum in der Wahrnehmung dieser Menschen diesem Land die Rolle einer Supermacht verleiht. Es hat also in gewisser Weise einen psychologischen Selbstzweck, der auch existiert und funktioniert, unabhängig davon, ob diese Flotten eingesetzt werden und unabhängig davon, wie groß das wirkliche Potenzial dieser Flotten ist, bei Militärinterventionen entscheidenden Einfluss zu nehmen auf den Ausgang dieser Intervention. In einem solchen Land wie den USA, die eine große Militärmacht haben und deren große Militärmacht auch als natürliches Attribut einer Supermacht verstanden werden, sind die finanziellen Mittel, die für Aufrüstung ausgegeben werden, natürlich sehr hoch. Und entsprechend hoch ist auch die Bedeutung der Rüstungsindustrie für die Wirtschaft dieses Landes. Die sehr hohe Anzahl von Arbeitsplätzen innerhalb dieser Rüstungsindustrie und das Wachstum, das von dieser Rüstungsindustrie ausgeht, sind ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft dieses Landes. Wenn man nun aber davon ausgeht, dass eine Wirtschaftssparte, die sehr hohe Umsätze und Gewinne macht, entsprechend ihre Lobbyarbeit leistet und Werbung macht und durch diverse Projekte aktiv bemüht ist, die Wahrnehmung ihrer eigenen Rolle und die Wahrnehmung dessen, was sie tut, in einem positiven Licht darzustellen, dann kann man davon ausgehen, dass Fragen der Sicherheit, der nationalen Verteidigung, Fragen des Militärs, Fragen von Krieg und Frieden, von Konflikt und Intervention in dieser Gesellschaft eine besonders große Rolle spielen. Und genau diesen Effekt kann man zum Beispiel auch in der öffentlichen Diskussion der USA sehr gut verfolgen. In kaum einem anderen Land der Welt werden Fragen von Rüstung, Krieg und Frieden, Geopolitik und ähnliche Themen so ausführlich, breit und häufig diskutiert wie in den USA. In diesem Begriff des militärisch-industriellen Komplexes steckt auch die Sorge, dass in einem solchen Land, in dem Rüstung, Militär, Militärbasen und Militärpräsenz eine so bedeutende Rolle spielen, auch eine Situation entstehen kann, in der Krieg das bevorzugte Mittel für die Lösung von Konflikten ist. Man unterstellt gemeinhin, dass in Konfliktfällen zuerst irgendwelche Verhandlungen geführt werden, dass man versucht, Friedensprozesse zu initiieren, dass man versucht, irgendwelche Vorschläge zum Interessensausgleich zwischen den Konfliktparteien zu erarbeiten. Und auch nur dann, wenn es kein anderes Mittel mehr gibt, es zu einer Militärintervention kommt. Und genau hier ergibt sich die Fragestellung, ob das im Fall solcher Militärmächte auch wirklich ernsthaft und bis zur letzten Konsequenz betrieben wird, oder ob nicht vorzeitig eine Situation herbeigeführt wird,
wo Militärintervention einem als das einzig möglich richtige Mittel erscheint. Außerdem kann man heute einen sogenannten Migrationseffekt von Waffen beobachten. Das muss man sich so vorstellen. In einem technologisch fortschrittlichen Land, das eine weit entwickelte Rüstungsindustrie hat, wird eine Generation von Waffen gebaut. Diese Generation von Waffen wird in diesem Land in irgendwelchen Militärbasen aufbewahrt. Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem diese Generation veraltet ist und es eine neue, weiterentwickelte, verbesserte Generation dieser selben Waffengattung geben könnte. Als Folge davon wird diese neue Generation produziert. Also wird es nötig, die bestehenden Militärarsenale zu räumen und freizumachen für diese neue Generation. Man will ja nicht endlos viele Generationen von Waffen, darunter auch viele, die veraltet sind, irgendwo aufbewahren, sondern diese Generation von veralteten Waffen wird verkauft an ein befreundetes Land. Es handelt sich in der Regel um ein Land, das man als zuverlässig, politisch stabil und irgendwie als mit den eigenen Werten konform empfindet. Man vertraut solchen Ländern diese Waffen gerne an. Man geht fest davon aus, dass sie nicht genutzt werden, um irgendwelche Gräueltaten und Kriegsverbrechen zu begehen. Allerdings bekommen auch diese Länder natürlich nach einer gewissen Zeit eine neue Waffengeneration angeboten, die sie auch gerne kaufen. Nun entsteht auch in diesen Ländern die Notwendigkeit, Waffenarsenale freizumachen. Auch diese Länder verkaufen ihre veralteten Waffen weiter. So werden diese Waffen von einer modernen Industrienation, Militärmacht oder Supermacht zu einem bedeutenden anderen Staat verschoben. Er verschiebt sie zu einem weniger bedeutenden Staat, der wiederum verschiebt sie sozusagen zu einem noch unbedeutenderen Staat und so weiter. Am Ende haben wir dann irgendwelche Bürgerkriege und militärisch bewaffneten Konflikte in Afrika, die ausgetragen werden mit Waffensystemen aus den 60er Jahren. Es ist in der Tat so, dass auch heute noch schwere Waffen, die in den 60er Jahren produziert wurden, irgendwo auf der Welt aufbewahrt und letzten Endes in irgendwelchen Konflikten eingesetzt werden, weil eine Logik der Rüstung nämlich auch besagt, dass Rüstung eine Investition in den Krieg ist. Und diese Investition kann sich überhaupt nur auszahlen, wenn dieser Krieg auch geführt wird. Das bedeutet, neben der Funktion, dass Waffen natürlich den Frieden sichern sollen, werden sie durch dieses System nach und nach durchgereicht bis in die Konfliktherde dieser Welt und kommen dort letztlich doch zum Einsatz. Es stellt sich weiterhin die Frage, wenn dieser Mechanismus durch einen langen Zeitraum der industriellen Waffenproduktion und durch einen langen Zeitraum dieser Rotation über verschiedene Länder hinweg zu den Konfliktherden stattfindet, nicht irgendwann als normal und natürlich empfunden wird bei den einzelnen Militärmächten und ob es nicht auch dazu führt, dass sogar Konflikte gezielt geschürt werden, um einen Abbau von veralteten Waffensystemen zu betreiben. Auch wiederum am Beispiel der USA, die quasi das Musterland der Rüstung schlechthin sind, kann man einen Effekt beobachten, dass in einer bestimmten zeitlichen Abfolge Präsidenten, wie zum Beispiel George W. Bush, an die Macht gewählt werden, auf die dann friedenstauben Friedenspolitiker wie Barack Obama folgen. In solchen Zeiten des Friedens wird die eigene Rolle in der Vergangenheit aufgearbeitet. Man setzt sich kritisch mit sich selbst auseinander. Man verurteilt das Geschehene und nimmt sich fest vor, dass so etwas nie wieder passieren dürfe. Aber während dieser Zeit werden auch neue Waffen produziert und neue Generationen von Waffen werden eingelagert. Die Arsenale laufen langsam wieder voll und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man einen sehr weit entwickelten Rechtsstaat hat und eine sehr gut aufgearbeitete und reflektierte Geschichte. Und auch sehr viel Mitleid empfindet für die Opfer der Vergangenheit und ein hohes Schuldbewusstsein entwickelt hat für irgendwelche Fehler aus dieser Vergangenheit. Aber man hat auch gleichzeitig wieder volle Waffenarsenale. Und dann wird auf einmal ein Präsident wie George W. Bush wiedergewählt, er hüllt diese ganze Rechtsstaatlichkeit aus, er radikalisiert die Medien und die Gesellschaft, er hebelt diese ganzen humanistischen Gesetze wieder aus und er schafft irgendwelche Rechtskonstrukte, die ihm erlauben, einen Angriffskrieg zu führen. Und das tut er dann auch. Er schlägt weltweit zu, er macht irgendwelche Landungsoperationen, er macht irgendwelche Offensiven, er bombardiert jahrelang irgendwelche Länder und hinterlässt eine sehr traumatisierte, verstörte, dezimierte Bevölkerung in diesen Ländern, um sich dann wieder zurückzuziehen und nach einer Weile seine Amtsgeschäfte an einen Barack Obama zu übergeben. Dieser Obama beginnt natürlich keine neuen Kriege mehr. Er versucht, die bestehenden Konflikte zu befrieden und sich daraus zurückzuziehen. Er befriedet die bestehenden Konflikte und zieht sein Land aus allen möglichen Konfliktherden zurück. Es findet auch wiederum eine Aufarbeitung und eine Verurteilung der Vergangenheit statt und so weiter und so fort. Der Wechsel von Krieg, Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Wechsel der Aufarbeitung dieser Ereignisse, aber ohne Konsequenz für irgendwelche Beteiligten und verantwortlichen Schuldigen, irgendwelche Täter. Dieser Zustand wird irgendwann zum natürlichen Normalzustand.